In diesem kurzen Video möchte ich dir zeigen, was wir tun können, wenn das Install-Tool gesperrt ist. Wir haben also hier jetzt das Ganze für Contao 4 und ich verwende hier eine Contao 4.8 Version. Wenn wir also jetzt beim Install-Tool mehrfach ein falsches Passwort eingeben, dann siehst du, wird das Install-Tool gesperrt. Und hier gibt es jetzt 3 Möglichkeiten, wie du das Ganze entsperren kannst. Zunächst über den Contao Manager, über die Konsole oder der dritte Weg wäre, dass du es manuell im Dateisystem erledigst. Ich zeige dir zunächst den Weg über den Contao Manager. Dazu gehst du jetzt in den Contao Manager, ich habe mich hier bereits eingeloggt, und du klickst dann auf Systemwartung. Und hier findest du den Punkt Contao Install Tool und kannst das Install Tool entsperren. Du könntest theoretisch auch mit einem Klick auf diesen Pfeil hier hinten das Install Tool bewusst sperren. Wir werden das jetzt nicht machen, ich möchte dir auch noch die anderen Varianten zeigen. Der nächste Weg ist jetzt, dass du zum Beispiel das Ganze direkt auf dem Filesystem löst. Um das Ganze über das Dateisystem zu erledigen, kannst du ein FTP-Programm nehmen, um dich zum Beispiel mit deinem Server zu verbinden, oder du verwendest deinen Editor und hier gehst du in das Verzeichnis var und hier gibt es eine Datei namens install-log. Ich öffne die jetzt einfach mal und du siehst, hier steht nur eine Zahl drin, in dem Fall die 3. Ich könnte jetzt diese Zahl anpassen oder, was noch viel einfacher geht, ich lösche jetzt einfach diese Datei. Sobald diese Datei gelöscht wurde, kann ich zurück in den Browser gehen und wenn ich jetzt das Install-Tool neu aufrufe, dann siehst du, kann ich das Passwort wieder eingeben. Ich sperre das Tool jetzt noch einmal und zeige dir den Weg über die Konsole. Der letzte Weg ist hier eben mit dem Befehl Contao install unlock. Dazu gehen wir hier in die Konsole und gehen in das richtige Verzeichnis. Anschließend verwende ich hier den PHP-Befehl. Je nachdem, welche Version du verwenden willst, kannst du hier einmal mit php-v prüfen, ob du eben die richtige Version verwendest. Ich habe jetzt hier eine 7.2, das passt, und sage hier php und dann vendor bin Contao Konsole und jetzt eben diesen Zusatz Contao install unlock. Ich schicke das Ganze ab und dann heißt es, the install tool has been unlocked. Und wenn ich jetzt wieder auf das Install Tool gehe und das Ganze neu lade, dann sehen wir, das Tool ist wieder verfügbar. Wenn wir jetzt nochmal auf die Dateiebene gehen, dann siehst du auch, dass hier jetzt eben die Datei gelöscht wurde. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und wie gesagt, und du kannst jetzt frei entscheiden, welcher Weg für dich am besten ist. Es gibt wie gesagt 3 Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist Contao Manager, Möglichkeit 2 ist die Datei manuell zu löschen oder Möglichkeit 3 wäre es über die Kommandozeile zu erledigen.